Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute ein Video, was leider nicht so ein ganz schönes Thema beinhaltet. Es geht mal wieder um das Aufhören, das Quitten langfristiger Spieler. Und es hat jetzt vor kurzer Zeit auch wieder jemanden erwischt, der auch schon sehr, sehr lange dabei ist und den wir auch schon ein, zwei Mal hier auf YouTube gezeigt haben, weil das der Spieler ist mit den meisten Hauptattribut überhaupt in dem ganzen Spiel. Da gehen wir jetzt mal gleich hin. Ich hole mir nur mal ganz schnell hier das Level Up auf meinem Server hier. 775 haben wir jetzt hier auch schon mittlerweile erreicht. Ja, wir nähern uns langsam der 800, aber es wird noch ein Weilchen dauern auf jeden Fall, ne? Ja. Das jetzt nur mal ganz kurz dazu. Zu dem Spieler müssen wir einmal auf die Fusionswelt 20 gehen. Und wenn wir hier einmal in die Ehrenhalle gehen, dann habe ich den Namen schon eingegeben. Und zwar ist das die gute Sturmhexe, ja, die aufhört zu spielen. Und die Sturmhexe hatten wir halt schon hier des Öfteren behandelt. Nicht nur, weil das ein krasser Account ist und auch schon vom Level her sehr hoch ist. Nein, der Account ist dadurch halt bekannt und sehr besonders, weil Sturmhexe sich mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht hat, hauptsächlich nur Intelligenz zu skillen und ist damit mit Abstand der Char, der am meisten in einem Attribut überhaupt irgendwo reingeskillt hat. Hat hier jetzt 1,2 Millionen Intelligenz und dafür aber Ausdauer, ja, 139.000. Wenn wir hier auf die Base Stats gehen, dann sehen wir das Ganze auch. Hat sie hier 617.000 Base Stats und 6.300 Base Stats in Ausdauer. Und ja, das macht den Char zu einer Glass Cannon. Ja, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich die härteste Glass Cannon im ganzen Spiel. Hat zusätzlich noch eine Waffe mit einer relativ hohen Spanne. Das heißt, wenn du von ihr mal gehittet wirst oder gekrittet wirst, dann noch mit einer hohen Spanne, also da wächst auf jeden Fall kein Gras mehr. Glas. Ja, und das ist natürlich ja, ziemlich traurig, dass ja, die Spielerin hier aufgehört hat, weil das immer sehr interessant zu sehen war, wie weit man hier wenn man halt diesen Playstyle hat, nur auf ein Attribut geht, so, ne? Es ist dadurch bekannt geworden. Ich hatte es durch einen Stream erfahren von jemandem aus der Community. Ich glaube, dein Nachbar war es gewesen. Und es steht hier auch noch in der Beschreibung drin. War jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Tage nicht mehr online. Aber bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ja, Game Over. Kann und will mir nicht mehr finanziell leisten, dank an Playa und der deutschen Regierung. Ja, 26.04.26, also schon ist schon ein paar Tage her, dass sie jetzt hier aufgehört hat. Es ging auch schon hier und da so ein bisschen rum, aber ich wollte das Ganze heute hier auch nochmal im Video behandeln und ansprechen und auch verabschieden, weil wir haben des Öfteren leider schon erlebt, dass sehr starke Spieler aufgehört haben zu spielen in der Vergangenheit und haben dazu eigentlich auch immer ein Video gemacht. Sei es jetzt nun der höchste Spieler, zum Beispiel Atze, ja, als er aufgehört hatte. Oder ja, Don Serapio, aka Bad News Ron. Oder damals der mehrere Chars hatte in der IHOF, Ego mit Ego S15 und Ego S noch auf irgendeinem anderen Server irgendwie, glaube ich, S11 oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Waren auf jeden Fall sehr krasse Spieler und die haben aufgehört, beziehungsweise gut, wurden ja auch teilweise gebannt jetzt im Falle von Ego war es, glaube ich, der Fall. Aber ansonsten, ja, es ist immer sehr, 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 sehr traurig und hat mich auch jetzt die letzten Tage sehr traurig gemacht, als ich das gehört hatte, dass hier Sturmhexe aufgehört hat. Weil es natürlich auch ein Char ist, den man ja auch in der Community so kennt und halt eben, wie gesagt, mit Abstand
ein Char ist, wenn wir jetzt mal in den Webshop reingehen, können wir das auch nochmal gucken, der sehr, sehr, sehr besonders gespielt ist. Man kann schon fast sagen, dass das ein Projekt-Account ist mit der Anzahl an Statpoint-Verteilung, die hier Sturmhexe hier hat. Ja, warte mal, wenn wir mal auf warte mal, wie war denn das jetzt nochmal? So, Hauptattribut, einfach nur Hauptattribut. Intelligenz gehen, dann sehen wir hier auch, der nächsthöhere wäre hier Lassiek. Ja, und dann kommt Chosen One. Also Chosen One übrigens hier, Merzleck Eier. Also, ne, hatte hier beim Turnier mitgemacht, ne? Ist er das, glaube ich. Also, ich glaube, das ist er. Ja, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hier jetzt tatsächlich so. Aber auch einen krassen Account hier tatsächlich, ja. Sehr stark, sehr, sehr stark. Das, Grüße gehen raus. Ja, also das war der Name jetzt, ne? Das war jetzt der Name von, von dem Turnier-Teilnehmer. Ja, hier. So. Das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Ich glaube, das war er gewesen, weil er im Chat, im Livestream-Chat das dazu geschrieben hatte. Ja, genau. Und wenn wir jetzt einmal nur nach den Hauptattributen ordnen, dann sieht man hier auch, oder Ausdauer, ne, dann sieht man, dass der Char mit Intelligenz wirklich mit Abstand derjenige ist, der hier wirklich sehr, sehr, sehr weit vorne ist und dominiert, ne, mit 1,2 Millionen. Ich hätte es sehr gerne auch persönlich gesehen, wie der Char noch weiter Progress macht. Ne? Und es ist auf jeden Fall mal wieder ein herber Verlust für die Szene, muss man dazu sagen. Man hört in letzter Zeit halt leider des Öfteren, dass halt hier und da ein paar Late-Game-Spieler aufhören zu spielen. Das ist immer jedes Mal wirklich sehr, sehr schade und bricht mir das Herz, weil natürlich auch in solchen Chars sehr viel Liebe drin steckt, sehr viel Zeit, Herzblut, Schweiß, Geld unter anderem vielleicht auch, ne, aber vor allen Dingen halt eben auch Ausdauer und Zeit halt über sehr, sehr viele Jahre. Und ich kann euch sagen, so eine Entscheidung hier zu fällen, das fällt definitiv den Spielern nicht leicht. Ja, es ist nun mal leider so, dass in der letzten Zeit nicht wirklich was für Spieler gekommen ist, die jetzt schon, sag ich mal, 10, 15 Jahre plus mit dabei sind. Ne? Man muss dazu sagen, es kam hier und da mal ein paar Quality of Life Updates so, ne? Aber viele Updates haben halt auch sag ich mal, ich sag mal so die letzten 2, 3 Jahre den Late-Game-Spielern jetzt nun auch nicht unbedingt gefallen. Viele nehmen jetzt zum Beispiel auch den World Boss als Grund, wobei es jetzt nicht der World Boss an sich per se ist, sondern ich denke mal, das war jetzt bei vielen Spielern so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, die dann sagen, yo, ey, ich sehe jetzt nicht ein, dafür jetzt auch noch hier Geld auszugeben und sowas alles. Ne? Ja, aber ich denke mal, dass die Entscheidung schon vorab da gewesen ist bei den Spielern, beziehungsweise die schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, aufzuhören und jetzt nur noch dann einen Grund gesucht haben, sozusagen den nächsten Aufhänger. Ne? Und es ist ja nun mal leider so, dass es bei Playa beziehungsweise Shakes and Fidget des Öfteren mal in der Vergangenheit zu Aufhängern kommt und dann halt eben dementsprechend Spieler auch aufhören. Ja, es ist auch normal, dass irgendwann jeder hier und da mal sein Ende findet so mit dem Spiel, vielleicht dann mal wieder anfängt, aber gerade wenn man so lange gespielt hat, ist dann auch schwer, wieder zurückzukommen. Deswegen verabschieden wir hier Sturmhexe heute. Das ist auf jeden Fall ein sehr krasser Char. Sehr, sehr schade. Ein herber Verlust für die Community. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft wirklich bald ein paar Updates kriegen, wo auch wirklich Spieler, die im späteren Spielverlauf des Games wirklich auch dann Features bekommen, wo sie auch nochmal wieder richtig Spaß an dem Spiel bekommen werden und ein bisschen was für die Late-Game-Accounts und die Langzeitspieler getan wird. Deswegen, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ist schon sehr, sehr lange Zeit ein Thema. Und es kommt mir nur so vor, dass man seitdem eigentlich, also die Welle losgetreten hat damals, dass
15-jährige Update, als das neue Backend aufgespielt worden ist. Da gab es eine hohe Quit-Welle und danach hat man es immer mal wieder gehört. Jetzt nicht zuletzt mit den letzten World-Bossen, die rauskamen. Da habe ich dann ja auch hier und da mal gehört, dass sehr krasse Spieler aufgehört haben, leider zu spielen. Ja, genau, das ist so das Ding. Aber wie gesagt, die Spieler, das ist jetzt nicht der World Boss an sich, das sind die Spieler, die schon länger mit dem Gedanken damit gespielt haben. So, ne? Deswegen, es ist trotzdem sehr, sehr schade und tut mir auch sehr leid, aber ja, jeder wird seine Gründe haben am Ende des Tages. Und genau, ich hoffe nur mal, dass sich das Ganze trotzdem weiterhin noch so ein bisschen in Grenzen hält, aber ja, hier bei Sturmhexe war es halt gerade auch wieder ein sehr besonderer Fall, weil das halt ja, der Spieler oder die Spielerin ist mit den meisten Points in einem Hauptattribut. Ja, das ist halt sehr, sehr krass und sehr schade für die Community. Ne? Deswegen alles Gute an Sturmhexe. Wollte ich nur noch mal in diesem Video noch mal ja, ehren. Und bis dahin soll es das auch erstmal soweit von mir gewesen sein. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Sonntag. Alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.